Willkommen zurück, Jungs und Mädels. Wir fahren fort in dieser Pentesting-Reihe und heute will ich euch zeigen, wie man einen SSH-Server Brute Force oder eine SSH Brute Force-Attacke startet, mit Hilfe des Tools Hydra. Aber bevor ich jetzt hier noch irgendwelche Worte weiter verliere, erst einmal der ganz, ganz wichtige Disclaimer. Da ihr jetzt ja alle den Disclaimer aufmerksam gelesen habt, können wir auch jetzt fortfahren. Ganz kurz mit einem bisschen Theorie, denn eigentlich solltet ihr wissen, wie eine Brute Force Attacke funktioniert. Ich habe das Ganze hier natürlich in 2 Sätzen irgendwo mal zusammengeschrieben, aber auch einfach nochmal auf der Tonspur. Eine SSH Brute Force Attacke ist eigentlich nichts weiter als ein durchgehender Zugriff bzw. Login-Versuch auf einen SSH-Server und zwar mit Probieren. Ohne jegliche, nennen wir es mal, Logik irgendwo dahinter, sondern wirklich gnadenlos einfach nur ausprobieren. Also zum Beispiel Benutzername root, Passwort root, go. Benutzername root, Passwort TOOR, go. Benutzername root, Passwort Test, go. Benutzername root, Passwort Test 1234, go. Und so weiter und so weiter. Und das natürlich am besten rasend schnell, am besten parallelisiert und Vollgas. Problem kennt ihr alle, Firewalls, IDS, IPS und so weiter, wird das Ganze sowieso wegblocken. Gerade so ein Fail-to-Ban, CrowdSec wird das auch alles wegblocken. Davon gehen wir jetzt erstmal gar nicht aus, sondern wir machen das jetzt hier bei mir lokal in meinem Netzwerk und da können wir natürlich so Hardcore SSH Brute Force Attacken noch fahren. Was brauchen wir für so eine Brute Force Attacke? Relativ einfach, wir brauchen erstmal das Tool Hydra. Also ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Parrot OS habe hier Hydra schon vor drauf installiert, genauso wie bei Kali Linux, auch dieses ganze Pentesting Linux ist auch Hydra vorinstalliert, braucht ihr gar nicht machen. Falls ihr irgendein anderes Betriebssystem habt, wo ihr das ausprobieren wollt, einfach über den apt-Paketmanager kann man das Paket Hydra herunterladen. Aber viel wichtiger noch, wir brauchen halt eben ein paar Passwörter. Ihr könnt das natürlich selber schreiben oder ich habe euch hier bei mir in dem Blog einfach mal einen Link hineingepostet auf eine GitHub-Seite, wo 1 Million Standard-Passwörter, 10 Millionen, sogar 10 Millionen Password-Lists halt eben hinterlegt sind. Und hier habe ich mir jetzt diese 1 Million Top-Liste einfach runtergeladen. Die können wir uns auch einfach mal angucken. Hier in meinem Downloads-Ordner kann ich jetzt einfach mal sagen, Nano 10 Million und dann gucken wir uns diese Datei einfach mal hier anfänglich an. Ihr seht, es ist nichts Besonderes, da stehen wirklich die meistgenutzten Passwörter drin und auch von mir jetzt für unseren Test hier oben eingetragen. Test 1234 steht jetzt relativ weit oben. Das ist das Passwort, was wir jetzt hier gleich finden wollen würden. Ihr merkt selber, das sind erstmal die Passwörter, die sind alle erstmal sehr, sehr einfach. Aber es ist scheinbar irgendwelche oder sind scheinbar irgendwelche Passwörter, die ja gerne benutzt werden und deswegen gibt es halt eben diese Listen. Und deswegen auch mein Appell an euch da draußen, nutzt bitte Passwörter zumindest mal mit 1, 2 Sonderzeichen drin. 8 Wörter bzw. 8 Letter sind schon ganz gut, aber trotzdem für Brute Force, wenn euer Passwort recht einfach sein sollte, ja, was soll ich sagen, eigentlich nicht ausreichend. Aber ich glaube, dahingehend muss ich euch nicht weiter belehren. Also ihr seht, wir haben eine ganz normale Passwortliste und wir haben den ganz normalen Server. Das heißt, anderer Tab, loggen wir uns einfach mal ein, SSH root at 192.168.40.20. Das ist jetzt ein Server, der bei mir hier lokal auf meinem Server liegt. Da können wir uns jetzt ganz normal per SSH einloggen. Das testen wir jetzt einmal, validieren wir einmal mit dem Passwort Test 1234 und wie ihr seht, kommen wir ganz normal drauf. Die Kiste heißt zwar DNS Resolver, das ist nur eine kopierte Kiste von mir, aber das war's. Also das heißt, wir kommen hier ganz normal schon mal auf die Kiste rein und was wir jetzt auch machen werden ist, wir rufen jetzt hier mal ein Journal Control auf und sagen ein -u SSH. Da können wir nämlich sehen, dass wir nämlich nachher auch wirklich mal ein paar Logins sehen und so weiter. Oder wir können das, glaube ich, mit -f machen. Dann sehen wir auch wirklich das, was live passiert. Ich war natürlich zu blöd. Es ist einfach nur -u SSH -f und dann sehen wir nämlich so wirklich im Forcen, im Fortlaufenden einfach das, was passiert. Hier können wir jetzt gleich dann auch einfach sehen, was ganz normal passiert, wenn wir halt eben diese Brute Force Attacke starten. Und genau das werden wir jetzt nämlich tun. Ihr seht ja auf meiner Webseite, hatte ich ja schon die ganzen Hinweise geschrieben, was man mit Hydra alles machen kann. Da habe ich es wirklich mal in Deutsch leserlich aufgeschrieben, wofür welches Flag ist. Wir machen jetzt erstmal eine ganz normale Attacke, weil wir wissen, wir können uns halt eben irgendwie per Root einloggen. Haben wir gesehen, wir haben mit einem Auge beim Admin geguckt, der hat sich per Root eingeloggt. Wenn wir das schon mal wissen, haben wir schon mal die halbe Miete, weil wir wissen schon mal, der Benutzername ist gültig und der Benutzername kann sich sogar mit einem Passwort einloggen. Also je mehr wir wissen, desto besser. In unserem Falle wissen wir jetzt, wir können root benutzen, kein Problem, also werden wir das tun. Wir fangen jetzt einfach an mit einem Hydra -L, das ist dann unser Benutzername, kleines l, wenn wir den Benutzernamen kennen und dann mit einem großen P, wenn wir eine Passwortliste haben. Das haben wir ja, die haben wir uns hier von der GitHub-Seite runtergeladen. Das sind jetzt die 1 Million Best Passwords, die man halt eben irgendwie so kriegen kann. Und jetzt müssen wir eben natürlich noch sagen,
ja, gegen was denn? Beziehungsweise auf welchen SSH-Server wollen wir das Ganze anwenden? Das können wir gerne machen. In meinem Fall ist es ja die 4020, haben wir gerade getestet. Das läuft auch. Das ist jetzt unser Ziel. Und wir müssen jetzt noch schlussendlich dem Hydra sagen, auf welche Art und Weise er halt eben das Ziel ja, brutforcen soll, weil Hydra kann nämlich mehr, FTP, SMTP und so weiter. Wir wollen hier in unserem Falle ganz normal SSH haben. Und das war's auch schon. Unser Befehl ist fertig. Wir sagen jetzt einfach mal Go. Er sagt jetzt gerade eben, es geht jetzt gerade los und er fängt auch an mit 16 Tasks gleichzeitig. Und wenn wir jetzt einfach mal hier rüber switchen auf unsere andere Karre, dann seht ihr auch schon, guck mal hier, da seht's, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, unser Hydra ist jetzt hier gerade am Passwörter durchprobieren. Da haben wir schon mal hier Maximum Authentication Attempts. Also ihr seht, Debian selber ist, glaube ich, gar nicht so doof und schmeißt halt eben irgendwann raus. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sekunden gewartet. Scheinbar ist Debian nicht ganz so doof, aber wenn ich jetzt richtig sehe, ich habe nichts getan. Er läuft ganz normal gerade eben weiter. Ein kleiner Hinweis, warum finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht das Passwort? Das wird wahrscheinlich daran liegen, ich breche mal ab. Hydra ist nämlich schlau. Hydra hat nämlich eine Datei namens Hydra Restore. Das heißt, wenn ihr eine Brute Force Attacke startet, das passiert automatisch, das könnte man aber auch steuern mit diesem Restore, merkt sich Hydra, was er schon getestet hat. Wenn man ihn also neu startet, fängt er nicht da wieder an, ganz am Anfang, sondern er fängt halt da wieder an, wo er beim letzten Mal aufgehört hat. Das ist halt, ne, gerade für so eine Brute Force Attacke, wenn sie mal abgebrochen wird aus Versehen oder sonst was, ist das ganz gut. Das heißt, wir werden jetzt hier ganz normal diese Datei einfach nochmal killen und werden einfach diese Attacke mit demselben Befehl nochmal neu starten. Und dann hoffe ich drauf, dass er jetzt relativ am Anfang sofort an der Datei, an unserem Ziel, das Passwort finden wird. Wir starten das Ganze einfach mal und ihr seht's. Das hat jetzt innerhalb von wenigen Sekunden, hat er jetzt das Passwort gefunden. Hier steht's. Ich markiere euch das Ganze einfach mal. Wupp, Host mit der und der IP-Adresse, mit dem und dem Benutzernamen, mit dem und dem Passwort hat er jetzt ganz normal gefunden und hat dann auch ganz normal seine Brute Force-Attacke erstmal ja, abgebrochen bzw. finalisiert. Das Ganze schauen wir uns jetzt natürlich auch einmal auf der gegenüberliegenden Seite an. Ich nehme mal die Markierung hier wieder weg. So, und jetzt sehen wir hier auch irgendwo da Connection closed. Irgendwo wurde die Session geöffnet. Da schaut mal hier. Session opened by user root, tralalala, Session closed. Also da kann man irgendwo sehen, irgendwo mittendrin, da oben haben wir auch noch ein Accept auf einmal. Hier oben kann man sehen, dass auf einmal die Verbindung von der 7035 erfolgreich war, ja, und gesagt hat, ich bin jetzt eingeloggt. Die ganzen anderen, die hier hinterherkommen, diese ganzen Failed Passwords, das ist das, weil Hydra ja ganz normal parallel arbeitet. Der schickt ja nicht nur eine Anfrage, wäre ja total langweilig, sondern der schickt ja richtig den Dampfhammer raus und sagt halt eben einfach direkt 16 Verbindungen gleichzeitig. Im Endeffekt ist das hier die ganze Erklärung, was man so mit Hydra machen kann. Es gibt natürlich noch die weiteren Flex. Ich habe sie hier beschrieben, dass man sagen kann mit einem -T, jetzt gibt doch mal richtig Vollgas. Also könnte man sagen -T und dann zum Beispiel 512. Dann werden 512 Versuche halt eben wirklich gleichzeitig rausgejagt oder auch sehr interessant einfach mal mit einem -V. Dann kann man einfach auch wirklich sehen, in welcher Reihenfolge oder mit welcher Logik geht der Kollege denn hier wirklich an diese ganze Materie ran. Also man sieht wirklich jeden einzelnen Attempt, ich habe es ja gerade mal hier dargestellt, jeden einzelnen Attempt, in welcher komplizierten Kombination der das Ganze ausprobiert hat. Denn ihr müsst euch das ja vorstellen, man kann ja hier, auch das habe ich euch gezeigt, mit dem Fleck großes L Benutzernamenlisten angeben. Auch die findet man ganz normal im Internet, wo man sagt, gib mir mal die Top 1000 Benutzernamen, die so benutzt werden auf so Linux-Systemen. Ne, einfach mal aus, so wird wie so ein FTP-Benutzer oder sowas. Oder der Benutzername Admin und so weiter und so weiter. Und davon gibt es auch ganz normale Listen. Und mit der Kombination der Passwortliste geht Hydra hin und baut dann wirklich dieses Ausprobieren intelligent einfach auf. Und ja, wie gesagt, baut dann wirklich diese Tausenden von Versuchen einfach auf. So viel zumindest jetzt einmal zu diesem Thema Hydra. Ganz wichtig, ich möchte, weil ich halt gerade eben in dieser Brute Force Attacke Thema drin bin, habe ich erst vor kurzem euch auch das Thema aufgezeigt, nochmal CrowdSec. CrowdSec unter anderem, ich scroll mal eben bei mir hier selber auf meiner Webseite rum, da haben wir die Beiträge hier. CrowdSec ist unter anderem ein Tool, um halt eben gerade solche Brute Force Attacken nicht nur zu erkennen, sondern auch sofort on-prem halt eben, ja, zu blockieren, in eine Firewall-Rule einzutragen und das Ganze zusätzlich noch an die an die dezentralisierten Server von CrowdSec halt eben mitzuteilen, um da dann anderen Benutzern zu warnen, ey, die und die öffentliche IP-Adresse greift halt eben hier mit einer Brute Force Attacke den SSH-Dienst an und dafür gibt es zum Beispiel CrowdSec. In erster Linie
Linie von den meisten her bekannt, auch Fail to Ban, und CrowdSec baut halt eben auf dieser ganzen Logik von Fail to Ban einfach auf. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, natürlich einen Daumen hoch zu lassen, den Kanal zu abonnieren und wenn es weitere Pentesting-Videos geben soll, natürlich hier unten einfach mal einen Kommentar lassen. Bis dahin, macht's gut, ciao.